Hallo und herzlich willkommen in der Brickworld. Zumindest sind wir auf dem Kanal. Heute ein paar andere Bilder zum Start, denn heute Episode 16, das 100 Abonnenten Special. Zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Bilder hier sind es tatsächlich schon 120 Abonnenten. Vielen Dank nochmal. Und heute, wie versprochen, geht es auf eine neue Platte. Dazu war ich im Baumarkt, wie ihr gesehen habt. Und hier ist die Ausbeute. Hier wird jetzt die Platte für die Brickworld entstehen, ungefähr 6 Quadratmeter. Und ich habe das Ganze gestern Abend bzw. letzte Nacht aufgebaut und den Rest heute Morgen noch. Und wie ihr seht, es ist einiges zu tun gewesen. Das Ganze besteht aus zwei Ebenen. Das heißt, wir haben oben eine etwas höhere Ebene, auf der die eigentliche Stadt mit unserem Bahnhof und dem Busbahnhof und allen anderen geplanten Dingen entstehen wird. Und hier, wie ihr seht, weiter unten entsteht noch eine Art Fluss oder Kanal. Und hier ist der Tisch an sich schon fast fertig. Und ich teste jetzt, wo genau der Eingang in die U-Bahn hinkommen soll. Denn dafür muss ja ein Loch in die Platte geschnitten werden. Hier seht ihr das Ganze nochmal in der ganzen Ansicht. Links sieht man jetzt sehr gut, wo der Kanal Fluss sein wird. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch das Brett für die U-Bahn, beziehungsweise es ist ja die obere Etage, in der man Geschäfte finden wird. Es wird ja dann nochmal eine Etage tiefer gehen zur eigentlichen U-Bahn. Und da ist das Brett auch schon, der Abstand passt. Ja, was soll man sagen? Das ist der Bau gewesen. Und da ist die Platte vorerst auch fertig. Wir haben hier jetzt ungefähr 6 Quadratmeter, ein bisschen weniger. Das hier unten, was ein bisschen tiefer gesetzt wird, wird ein Flusskanal dergleichen mit einer Straßenbrücke. Und hier oben entsteht dann der erste Teil der Brickworld. Das heißt, hier hinten, wo der aktuelle Teil des Bahnhofs steht, wird auch der Bahnhof entstehen. Hier vorne wird dann eine Straße weitergehen. Und was noch ganz wichtig ist, was ich noch erwähnen muss, ich habe ein bisschen umgeplant. Das heißt, einige Sachen werden jetzt gespiegelt in die Brickworld kommen. Das liegt daran, dass der Tisch in dieser Position steht und die andere Planung hätte dazu geführt, dass man die größeren Dinge wie den Bahnhof hier vorne gehabt hätte und die kleineren Dinge da hinten, was eben aus der Sichtliniensache eine ganz, ganz schlechte Idee wäre. Und auch die Straße, die wir letztens angefangen haben, die gebogene Straße hier, da habe ich neue Steine bestellt, die sind endlich angekommen. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich in der nächsten Episode fertigstellen. Und ich habe auch eine neue Idee, um den Bordstein hier nicht so eckig zu haben, sondern auch abgerundet. Das sehen wir wahrscheinlich auch in der nächsten Episode oder in der übernächsten, ich weiß noch nicht genau. Und ansonsten, heute 100 Abonnenten-Special, wie gesagt. Aber wir sind ja eigentlich schon bei 120. Hat eben ein bisschen gedauert mit der Planung von dem Ganzen hier. Und heute geht es zur Feier des Tages hier nach unten. Das heißt, wir werden die Treppe hier nach unten in die U-Bahn-Einkaufsmeile bauen und mit dem oberen Teil hier verbinden. Und ganz am Ende werden wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen nach dem neuen Layout alles hinstellen. Ja, ansonsten denke ich, wir fangen jetzt gleich einfach mal an hier zu bauen. So, nochmal ein kurzer Blick. Hier ist die Platte, für das wir heute bauen. Ein bisschen schmutzig, aber ist vollkommen egal, wird man ja später nicht mehr sehen. Und hier haben wir alle Steine, die wir heute verbauen werden. Das sind uns ganz genau 1039 Steine. Ja, es schluckt mal wieder enorm Steine. Und ich denke, dann fangen wir jetzt gleich an. Ich stelle euch mal hier rüber. So. Und ich schau mal, ihr seht alle ganz gut. Und dann denke ich, fangen wir mal an.
aktuelle Stand. Wir haben ein Dach für unseren Eingang. Ich kann mal hier ein bisschen rüber gehen. Hier sieht man gut die Treppe. Und ich gehe mal ein bisschen nach oben. Hier ist die Treppe von oben. Und das werden wir jetzt hier unten einsetzen und dann mit dem bekannten Stück verbinden. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe es jetzt hier unten reingeschoben. Es ist doch ein bisschen knapp. Wir schauen das mal von oben an. Und die Verbindung wird jetzt gleich damit gebaut. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen was mauern und dann können wir das Ganze zusammensetzen. Da man das jetzt sehr, sehr schlecht filmen kann, mache ich das einfach jetzt mal abseits der Kamera und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn das Ganze miteinander verbunden ist. Und da bin ich dann auch schon fertig. Schon ist gut. Hat dann doch noch ein bisschen länger gedauert. Hier geht jetzt unsere Treppe schön nach unten, auf beiden Seiten. Alles soweit zu, wie es sein sollte. Dann gehe ich mal hier nach unten. Dann sehen wir hier, dass die Holzkante verkleidet wurde. Das heißt, wir sehen hier an der Seite die Holzkante, darunter ein bisschen Platz. Den brauche ich noch, um Kabel zu verlegen. Und wir sehen hier oben, das ist eben die Schicht von oben vom Asphalt. Dann haben wir hier verschiedene Erdschichten und hier dann die nächste Schicht, die die Decke darstellt, von unserer U-Bahn, sage ich mal. Ansonsten habe ich hier noch Licht schon mal eingebaut. Ich mache mal an. So. Wir werden dann nach und nach noch mehr Licht hier unten einbauen. Hier gibt es noch 2 Poster, die ich ausgedruckt habe auf Klebefolie und hier eingeklebt habe. Ein Notausgangsschild. Ansonsten ist das der erste Schritt für den Untergrund. Hier drüben, also hier, wird dann noch ein Aufzug entstehen, der eben nach oben kommt, damit das Ganze erstens auch barrierefrei ist und zum anderen wird der Aufzug auch nochmal eine Etage tiefer gehen, wo dann hier unten irgendwann die U-Bahn-Station kommen wird. Wie ich glaube ich schon öfters gesagt habe, hier oben ist ja noch nicht die eigentliche U-Bahn, sondern das ist, da gibt es Geschäfte etc. in der oberen Etage. Das wird sich dann wahrscheinlich bis darüber ziehen und mit dem Bahnhof, der dann ganz da hinten sein wird, verbinden wird. Und darunter kommt dann die U-Bahn. Mindestens 2 Gleise, vielleicht auch 4, also 2 Röhren. Wir müssen mal schauen, wie es sich platzmäßig passt, etc. Und ansonsten denke ich, dass wir hier zum 100 Abonnenten-Special, inzwischen, wenn ich dieses Video einnehme, 121 Abonnenten, doch einiges getan hat. Wir haben die U-Bahn angefangen und wir haben, ich gehe mal langsam zurück, unsere Platte endlich. Also hier haben wir jede Menge Platz für die nächsten Wochen, Monate, Jahre. Da wird es einiges zu tun. Und ich hoffe, dass ihr die Zeit dabei bleiben werdet. Ich freue mich über jeden Kommentar, jedes Abo. Und ja, das war das 100 Abonnenten-Special. Diesmal sehr viel mehr specialig als das 50 Abonnenten-Special. Und ja, das nächste Special plane ich dann, denke ich, für 250 Abonnenten. Mal schauen, wann es dann soweit sein wird. Ja, dann lässt sich nur noch sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bleibt gesund. Tschüss.